Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und es geht direkt los mit dem ersten Organizer, den ich für meine Urlaubsgarderobe nähe. Das sind die Maße: 25 x 42 cm, 4 mal zugeschnitten. Und ein Reißverschluss, der ist 42 cm lang. Als erstes legst du den Reißverschluss mit der linken Seite auf die rechte Seite von dem einen Stoff. Ich klammer das mit ein paar Klammern schon mal fest, bevor ich jetzt den anderen Stoff mit der rechten Seite auf die rechte Seite des Reißverschlusses lege. Dieser Stoff ist außen. Also der ist nachher sichtbar, weil er auf der rechten Seite des Reißverschlusses liegt. Jetzt schaue ich, dass der Reißverschluss immer schön mit an der Kante liegt und klammer das Ganze aufeinander und dann wird das dort zusammengenäht. Ich habe hier schon mal den Reißverschlussfuß eingesetzt und nähe nun die Teile aufeinander. Anfang und Ende der Naht verriegeln. Ich streiche das immer so ein bisschen glatt, damit der Stoff sich dort nicht so aufschiebt. Wenn der Zipper vom Reißverschluss im Weg ist, dann schiebe ich ihn vorsichtig zur Seite. Als nächstes kommen die beiden anderen Teile an den Reißverschluss, genau wie eben. Der innere Stoff mit auf die linke Seite vom Reißverschluss und der Außenstoff auf die rechte Seite. Die Teile aufeinander nähen, so wie vorhin, und dann wird das auseinandergebügelt. Schön den Stoff vom Reißverschluss wegziehen, erst beim Futterstoff. Da verstelle ich auch nochmal die Zipper, damit ich überall drankomme. Dann drehe ich das um und ziehe nochmal alles weg, damit der Reißverschluss sich am Ende gut öffnen lässt und der Stoff sich gleich gut absteppen lässt. Dort an der Kante wird nun knappkantig abgesteppt. Ich verwende zum Absteppen am liebsten eigentlich für fast jeden Stoff so ein naturcremefarbenes Garn. Dann werden die Stoffe so aufeinander gelegt. Jeweils der gleiche Stoff aufeinander und hier unten werden ein paar Klammern gesteckt und am Innenstoff wird eine Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung ist 12 cm lang. Die Stoffe werden nun aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anschließend die Nahtzugaben auseinander bügeln oder streichen oder rollen, so wie ich es hier mache. Auch die Nahtzugabe an der Wendeöffnung wird nach außen gerollt. Den Reißverschluss so eine Handbreit öffnen. Und dann geht es an die Nähte. Die Bodennähte kommen nun mittig auf den Reißverschluss. Einmal der von dem Außenstoff und dann der von dem Innenstoff. Eine Klammer kommt direkt auf den Reißverschluss und dann werden die Seiten rechts und links auch noch mit einer Klammer aufeinander gesteckt. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Die Teile aufeinander nähen, die Nahtzugabe ist 1 cm.
durch die Wendeöffnung das Ganze erstmal so weit wenden, dass der Innenstoff sichtbar ist. Schon mal so ein bisschen in Form schieben und dann die Wendeöffnung aufeinander stecken und schließen. Jetzt weiter wenden, sodass der Außenstoff sichtbar ist und das Ganze in Form schieben, dass man ein richtig schönes Rechteck erhält. Dann den Reißverschluss ganz aufziehen und die Ecken so vor dich hinlegen, dass die Naht den rechten Winkel halbiert. Und hier lege ich die Mitte von dem Geodreieck auf die Naht und zeichne von der Naht rechts und links jeweils 5 cm ein. Mit einer Klammer stecke ich das aufeinander und das gleiche mache ich jetzt an den anderen 3 Ecken. Nun nähst du auf dieser Linie die Teile aufeinander. Anfang und Ende der Naht natürlich verriegeln. So sieht das jetzt aus. Nun werden die Ecken abgeschnitten. Auf dieser Seite so 3 bis 4 mm neben der Naht die Ecken abschneiden. Wenn das erledigt ist, drehst du das Ganze nochmal so, dass der Innenstoff außen liegt. Auch hier werden jetzt nochmal hier an den Nähten alles gut ausgeformt, die Ecken herausgeschoben, eventuell hier mit so einem Hilfsmittel die Naht nochmal schön nach außen streichen. Und dann wird das da aufeinander geklammert. Man fühlt ja, wo die Nahtzugabe, was man vorhin abgeschnitten hat, liegt. Und wenn das auf allen 4 Seiten ordentlich aufeinander geklammert ist, dann wird das dort genäht. Du nähst nun auf der linken Seite, man spürt ja so die Kante von dem, was man vorhin abgeschnitten hat. Und auf jeden Fall muss man daneben nähen, damit die offenen Kanten nicht nachher sichtbar sind. Daher ist die Nahtzugabe hier nicht ganz eindeutig, je nachdem wie viel man hat stehen lassen. 0,5 bis 0,7 cm. Jetzt nur noch ein letztes Mal nach außen wenden und dann ist es fertig, das Täschchen. Ich finde, es hat eine schöne Größe, auch für den Urlaubskoffer. Die Maße sind 27 cm breit und je 12 cm hoch und tief. Und ich verstaue da drin immer meine Kleinigkeiten für den Urlaubskoffer. Also zum Beispiel habe ich hier sowas wie Radlerhosen oder Tops drin, die rolle ich gerne und habe die dann einfach in einen von diesen Täschchen und packe das dann so in den Koffer oder zum Beispiel halt auch die Socken. Und so hat man alles schon parat und kann das vielleicht auch direkt so einfach in die Kommode in der Ferienwohnung packen oder im Hotelzimmer. Kosmetik geht natürlich auch, ganz klar. Und wenn die Sachen dann getragen sind, dann kommt mein zweiter Organizer zum Einsatz. Ich habe immer einige von solchen Beuteln dabei, die ich selbst genäht habe und die Wäsche kommt dann direkt da rein und dann in den Koffer und zu Hause kann ich das Ganze dann direkt zur Waschmaschine bringen. Und wie ich diesen Beutel genäht habe, das zeige ich jetzt. Vielleicht kommt der ein oder anderen der Stoff ja bekannt vor. Der ist von einer Bettwäsche, die habe ich mal auf dem Trödelmarkt gekauft. Die Maße sind 44 x 86 cm. Dann 2 mal Band, jeweils 1 Meter. Das ist so ein Band, da war mal Stoff drin eingewickelt. Ja, zum Wegschmeißen fand ich es irgendwie zu schade und jetzt hat es eine Verwendung. Es geht direkt los
Und zwar entweder die Kanten versäubern, rechts und links, oder, wie ich es hier mache, mit der Zickzackschere abschneiden. Dann an den kurzen Seiten erstmal die Kante 1 cm nach innen bügeln oder streichen und dann nochmal 3 cm links auf links legen und über die Kante streichen. Das Ganze nochmal auffalten, das habe ich natürlich an beiden Seiten gemacht, und nun kommen die Seiten aufeinander. Mit ein paar Klammern aufeinander stecken, rechts und links, und dann einmal unterhalb von dem unteren Bügelknick eine Markierung bei 2 cm machen. Also 2 cm von dem Knick entfernt, rechts und links markieren, und ober- und unterhalb von dem Knick wird das Ganze dann zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Jetzt streichst du die Nahtzugaben auseinander, nicht bis ganz nach unten, nur bis unterhalb von der Öffnung. Jetzt faltest du das, was wir vorhin gebügelt haben, wieder links aufeinander. Also erst den Zentimeter einklappen und dann die 3 cm umlegen und das Ganze dann auf dem Stoff feststecken. Erstmal an den Seiten bei den Nähten und dann den Rest. Ich stecke die Nadeln auf die rechte Seite des Stoffes, weil ich das gleich von rechts absteppen möchte. Einmal nähst du jetzt oben an der Kante, oberhalb der Öffnung, ringsherum, und dann unterhalb der Öffnung wird der Stoff auf dem Stoff festgenäht. Bis zum Anfang der Naht nähen und ein paar Stiche darüber hinweg und die Naht verriegeln, und genauso hier am unteren Teil, so dass der Tunnel entsteht. Zum Schluss noch das Band einmal von der rechten Seite durch den Tunnel fädeln und das andere von der anderen Seite, und dann ist der Wäschebeutel fertig. Ich hoffe, mein Video mit den Organisern für den Urlaubskoffer hat dir gefallen. Der nächste Urlaub kommt bestimmt. Die viereckigen Taschen, die haben wirklich eine schöne Größe und sind schnell genäht, und das Nähen macht auch noch unglaublich viel Spaß. Und bei dem Beutel, da kann man auch super natürlich, wie ich ja schon sagte, irgendwie alte Bettwäsche oder so verwenden und Geschenkbänder zum Zuziehen. Da braucht man gar keine neuen Stoffe für zu kaufen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen hoch und natürlich auch über ein Abo meines Kanals, das selbstverständlich kostenlos ist, falls du diesen noch nicht abonniert hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönen Urlaub! Bis dann!